Hello and good evening. Hallo, guten Abend. The topic this evening is integration, which is a central concept in the practice of Dzogchen. Heute Abend sprechen wir über Integration und das ist ein zentraler Begriff in der Praxis von Dzogchen. Because many kinds of spiritual paths involve a movement from here to somewhere else. Denn viele Arten von spirituellen Pfaden involvieren eine Bewegung von einem Ort zu einem anderen. And as soon as we have a notion of a journey or a road, inevitably obstacles will arise on it. Sobald es da eine Vorstellung gibt von einer Reise auf einem Weg, entstehen unweigerlich auch Vorstellungen von Hindernissen auf diesem Weg. Even in just trying to walk along the road, immediately there are people coming towards us, or there are some dogs or rubbish on the road, and we have to adapt how we go in accordance with what meets us. Wenn wir also auf einem Weg gehen, dann begegnen uns Leute oder irgendwelche Hunde sind dort oder wir müssen dort liegenden Müll umschiffen. Auf jeden Fall müssen wir in irgendeiner Weise uns den Dingen, die uns auf dem Weg begegnen, gegenüber anpassungsfähig zeigen. And then, so the more one is in a hurry, and the more determined and committed one is to arriving somewhere, the greater the obstacles appear. Je eiliger man es hat und je mehr man sich sozusagen vorgenommen hat, irgendwo ganz schnell anzukommen, desto größer erscheinen die Hindernisse, die auftauchen. So we might want to reflect on why we feel it's important to go from here to there. Das heißt, wir könnten darüber nachdenken, warum wir das Gefühl haben, dass es wichtig sei, von hier nach dort zu gelangen. Usually that's because we're not very happy here. Für gewöhnlich ist es so, weil wir hier nicht allzu glücklich sind. We experience some kinds of problems in our daily life. Wir erfahren in unserem Alltagsleben irgendwelche Arten von Problemen. We feel that things aren't quite right. Wir haben das Gefühl, dass die Dinge nicht so richtig stimmen. And then we hear about different kinds of spiritual traditions. Dann vernehmen wir von verschiedensten Arten von spirituellen Traditionen. And we get the sense that there's somewhere better somewhere else. Und dann bekommen wir das Gefühl, dass es da irgendwo einen Ort gibt, an dem es besser ist. Und der ist woanders, dieser Ort. So we study a bit and then we decide, oh yes, I want to get to that better place. Dann studieren wir ein bisschen, lernen wir ein bisschen, dann entscheiden wir, dass ja, ich möchte gerne an diesen besseren Ort gelangen. This of course can instill a sense of hope. Das kann natürlich einen gewissen Sinn für Hoffnung wecken. Because if where we are is not very good, Da, wo wir sind, ist ja nicht allzu gut. and it's all there is, Und das ist alles, was wir haben. then we're likely to feel trapped and depressed and hopeless. Und es ist wahrscheinlich, dass wir uns darin gefangen genommen fühlen, etwas deprimiert und hoffnungslos. So there are many advantages in having a vision of an alternative possibility of one's existence. Das heißt, es gibt viele Vorteile, eine Vision für alternative Möglichkeiten der eigenen Existenz zu haben. Often because it gives a sense of a particular kind of purpose. Und das gibt uns oft auch dann einen gewissen Sinn dafür, einen Zweck im Leben zu haben. Our own lives are often established around principles of reactivity. Unser Leben ist oft auf der Grundlage von Prinzipien der Reaktivität begründet. Things don't happen exactly the way we would like them to. Die Dinge geschehen nicht immer so, wie wir sie gerne hätten. And so we seek to in some way make them better. Daher wir suchen danach dann, sie irgendwie zu verbessern. And we can learn different methods for doing this. Wir können verschiedenste Methoden lernen, das zu tun. Worldly methods, Weltliche Methoden, that includes education and training and getting advice from friends about how to plan and carry forward our existence in a more efficient way. das würde beinhalten, gewisse Art von Erziehung oder Bildung zu bekommen, gewisse Art von Ratschlägen zu bekommen, von Freunden vielleicht Ratschläge zu bekommen, wie man Dinge verbessern kann, besser strukturieren kann. And we can learn physical methods like Tai Chi and yoga and so on. Wir könnten körperliche Methoden lernen, wie Tai Chi oder Yoga und dergleichen. There are many, many things to learn. Es gibt viele Dinge, die wir lernen könnten.
And then in terms of meditation, there are endless numbers of meditation practices one can learn. Und auch von der meditativen Seite her gibt es endlose Meditationspraktiken, die man lernen könnte. Some methods are described as being quite slow, and others are described as being fast. Manche dieser Methoden werden als langsam wirkend beschrieben, andere werden als schnelle Methoden beschrieben. All these are methods to transform what is going on, to transform ourselves, and to transform the situation around us. All dieses sind Methoden, um das, was vor sich geht, zu transformieren, sei es, indem wir uns selbst transformieren, sei es, indem wir das, was um uns herum geschieht, zu transformieren. So all of them are essentially existing in the house of control. Sie alle existieren essentiell in einem Haus der Kontrolle, der Beherrschung. Just to say they're about power, they're about increasing our power to be effective and efficient in the world. Das heißt, sie handeln alle von dem Thema Macht, von der Möglichkeit, unsere Macht in der Welt, unsere Effektivität in der Welt zu erhöhen. With the hope that this increase in power and competence will allow us to have some degree of mastery on the world. Mit der Hoffnung verbunden, dass diese Zunahme an Macht und Kompetenz uns eine gewisse Mächtigkeit in der Welt verleihen wird. But of course, the events that we encounter in the world are very powerful. Aber die Ereignisse in der Welt, die Dinge, denen wir in der Welt begegnen, sind natürlich auch mächtig, sehr mächtig. The winds of faith and karma are very strong. Die Winde von Geschick und Karma sind sehr stark. And everything that we build up will eventually fall down. Und alles, was wir aufbauen können, wird schlussendlich doch wieder zurückfallen. So, the vision of mastery, the vision of achieving a capacity to control events is perhaps an illusion. Daher ist die Vision einer Meisterschaft, die Vision der Fähigkeit, Ereignisse zu kontrollieren, zu steuern, unter Umständen eine Illusion. Because events have a power greater than any individual so far that we know has developed in order to control them. Denn Ereignisse haben in der Regel eine größere Macht als irgendeine Macht eines Individuums, soweit wir das zumindest wissen, reichen könnte, um sie zu kontrollieren, um sie zu steuern. From the point of view of Dzogchen, the desire to have control is embedded in our sense of being a unique, separate individual. Aus der Sichtweise von Dzogchen ist unser Wunsch, unsere Begierde, Dinge kontrollieren zu können, eingebettet in unser Empfinden, ein einmaliges und abgetrenntes, in sich selbst abgeschlossenes Individuum zu sein. That is to say that primarily we occupy an individual private space. Mit anderen Worten, wir haben das Empfinden, primär einen individuellen, privaten Raum einzunehmen. We experience ourselves inhabiting our body and inhabiting our minds. Wir erfahren uns selbst als in unserem Körper innewohnend, als Bewohner unseres Körpers, unseres Geistes. Having certain resources, certain possibilities, Und wir haben darin dann gewisse Ressourcen und Möglichkeiten, which are made vulnerable by changes in the environment around us. diese aber sind verletzlich durch die verschiedenen Veränderungen, die in der Umgebung um uns herum stattfinden. The behavior of other people can easily cause distress to ourselves. Das Verhalten anderer Leute kann sehr leicht uns in Schwierigkeiten in uns selbst bringen. If someone is driving badly close to you, immediately you feel some anxiety. Wenn jemand in unserer Nähe zum Beispiel schlecht fährt, dann hat man sofort selbst auch Furcht. We know that many people die every year in car accidents. Wir wissen, dass viele Menschen jährlich an Autounfällen sterben. So, to be embodied, to be identified with this organism of flesh and blood is always to be already poised on the possibility of our extinction. Also verkörpert zu sein, in diesem Körper aus Fleisch und Blut verkörpert zu sein, ist immer unauslöschlich auch eben mit der Möglichkeit unserer eigenen Auslöschung verbunden. Because this body is something which doesn't really have a basis apart from the environment that it's in. Denn dieser Körper ist etwas, das keine eigene Grundlage besitzt, keine eigene Basis besitzt, außerhalb der Umgebung, in der er eingebettet ist.
We're born into the world Wir werden in die Welt geboren, as part of the world, als ein Teil dieser Welt. and yet we experience ourselves as being apart from the world, Und doch erfahren wir uns selbst als von der Welt abgetrennt. as moving always towards the world, Als würden wir uns immer auf die Welt hinzubewegen. or having the world move towards us. Oder als würde sich die Welt auf uns zu bewegen. And it's this very sense of apartness which is at the center of the Buddha's teaching on the nature of ignorance and attachment. Und es ist genau diese Empfindung von Getrenntheit, die im Herzen, im Zentrum der buddhistischen Unterweisung über Unwissenheit und Anhaftung liegt. Because when we have a dualistic experience, when we see self and other as truly separate, Wenn wir eine dualistische Erfahrung haben, wenn wir uns selbst und andere als wahrhaft getrennt wahrnehmen, the sense of self and the sense of other start to solidify into the experience of concrete entities who are essentially defined, internally defined. Wenn das so ist, dann verfestigen sich die Empfindung von uns selbst und die Empfindung von anderen verfestigen sich zu etwas, was sozusagen als unabhängige und feste Entitäten vorhanden sind, verfestigt sind. And with that, that notion, the actual dynamism of our existence, the actual moving, responding, caught upness, responsiveness of embodied existence becomes hidden from us. Und mit dieser Verfestigung wird die tatsächliche Dynamik, die tatsächliche Bewegung unserer eigenen ineinander Verwickeltheit vor uns selbst verborgen bleiben. As we seek to maintain a sense of continuity of what we define and take to be ourselves. Denn wir streben danach, einen Sinn für Beständigkeit und Kontinuität aufrechtzuerhalten von dem, was wir als uns selbst definiert haben. So, all the Buddhist teachings are attempting to bring about a relaxation of attachment or fixation to a construct that we have defining who we are. Und so handeln alle buddhistischen Lehren davon, eine gewisse Entspannung, ein sich gewisses Lostrennen von unserem Haften an diesem Konstrukt von dem, was wir glauben zu sein, zu erreichen. Many of the methods that are developed in relation to this are methods still within this house of control. Viele der Methoden, die dazu entwickelt worden sind, sozusagen in Bezug auf dieses Problem, befinden sich aber dennoch immer noch in diesem Hause der Kontrolle. For example, there are many practices to develop merit, to develop positive energy and qualities that can be used to directing a better kind of existence. Zum Beispiel werden viele Methoden angeboten, so etwas wie Verdienst anzusammeln, also positive Erfahrungen anzusammeln, die man dazu verwenden kann, eine bessere Form von Existenz zu erlangen. This, of course, is a useful thing to do because the methods of generating merit are methods which involve good behavior, development of generosity, of a willingness to be available for other people, to help them in whatever way we can. Das ist natürlich auch etwas sehr Nützliches, denn Methoden, die dazu dienen, Verdienste zu generieren, involvieren natürlich auch so etwas wie eine Entwicklung von gutem Verhalten, von Großzügigkeit, von der Bereitschaft, verfügbar zu sein, anderen helfen zu wollen. But of course, when we look around the world, we see that there's a lot of suffering. Wenn wir aber die Welt anschauen, dann sehen wir, dass es eine ganze Menge Leiden in dieser Welt gibt. How much merit would you have to accumulate to liberate all beings? Wie viel Verdienst müsste man anhäufen, um alle Wesen zu befreien? So it sets one on an endless task. Das heißt, das verpflichtet einen zu einer endlosen Aufgabe. There's an advantage in that task, Diese Aufgabe hat auch einen Vorteil, which is that it keeps our heart connected with the hearts of all beings.
der Vorteil ist, dass unser Herz mit dem Herzen alle Wesen verbindet und diese Verbindung aufrechterhält. The daily intention to bring benefit and value into the world with others is enormously important. Diese tägliche Intention, Nutzen und Wert für andere zu schaffen, ist enorm wichtig. And by developing a very strong, proactive intention to benefit others, it can give a sense of direction and purpose. Und diese Entwicklung einer proaktiven Intention für andere, von Nutzen, von Hilfe zu sein, gibt uns selbst natürlich auch eine ganz starke Ausrichtung und einen Zweck. But it's structured a bit like a monologue. Aber das Ganze ist natürlich ein wenig wie ein Monolog strukturiert. I want the best for you. Ich will für dich das Beste. I'm going to do the best for you. Ich werde das Beste für dich tun. And inside this monologue, I'm quite sure you will be very happy to receive all these blessings I'm giving you. Und innerhalb dieses Monologs bin ich ziemlich sicher, dass du sehr glücklich darüber sein wirst, all diese fantastischen Dinge, die ich dir anzubieten habe, auch zu bekommen. But most of the time in our daily life, we're not given the luxury of enjoying this monologue. Aber in der meisten Zeit unseres Lebens wird uns der Luxus nicht gewährt, diesen Monolog allzu lange zu genießen. Because other people exist. Denn andere Leute existieren. And they're happy to share their existence with us. Und sie teilen ihre Existenz sehr glücklich mit uns. So they pull us into a dialogue. Das heißt, sie ziehen uns in einen Dialog. And then life gets much more complicated. Und dann wird das Leben etwas komplizierter. Because although we want to help other people, denn obwohl wir anderen helfen wollen, somehow they seem to be very annoying. Scheinen sie doch ziemlich ärgerlich zu sein. And they don't respond very well to all the good things we do for them. Und sie reagieren auch nicht allzu gut auf all die guten Dinge, die wir für sie tun. So we then become split inside between the bit of us that really wants to save beings and the bit of us that wants to tell them just to fuck off. Und so erleben wir eine gewisse Spaltung in einen Teil, der all diese Wesen retten möchte und in einen Teil, der eigentlich ihnen sagen möchte, verpisst euch. So that can create a lot of guilt and anxiety and grief. Und das kann natürlich eine ganze Menge Schuldgefühle, Ängstlichkeit und auch Trauer erzeugen. Because it's looking at people in terms of their potential rather than in terms of their actuality. Denn das bedeutet, dass wir die Menschen mehr von der Seite des Potenzials als von der Seite ihrer gegenwärtigen Wirklichkeit schauen. Everybody has a lot of potential. Jeder hat viel Potenzial. In Buddhism, that's expressed that everybody has a Buddha nature. Im Buddhismus wird das ausgedrückt durch den Ausdruck, jedes Wesen hat die Buddha-Natur. But this potential is covered over by many different layers of karma, conditioning, habit and so on. Aber dieses Potenzial ist überdeckt durch viele verschiedene Schichten von Karma, von Bedingtheit und so weiter. And so when we relate to people in terms of their potential, we often have a lot of hope, but then we start to encounter the complexity of their conditioning and life becomes more complicated. Wenn wir also Menschen im Sinne ihres Potenzials, also von ihrer Potenzialseite her begegnen, dann ist das natürlich mit einer Menge Hoffnung verbunden, aber dann begegnen wir dann tatsächlich der ganzen Komplexität ihres Seins und dann wird unser Leben dadurch auch komplizierter. It's a bit like in the fairy tale of Sleeping Beauty. Das ist ein bisschen wie in diesem Märchen von Schneewittchen. Who, after she pricks her finger on her birthday, falls into a deep sleep. Dornröschen. Auch schönes Märchen. Sie sticht sich an ihrem Geburtstag in den Finger und fällt in einen tiefen Schlaf. And then she's laid in this beautiful casket deep in the forest. Und dann liegt sie in diesem wunderbaren Behälter tief im Wald. Das ist wieder Schneewittchen. Schneeröschen. New story. They try everything possible to waken her, but nothing works. Und sie versuchen alles Mögliche, um sie aufzuwecken, aber nichts funktioniert. And gradually the wild plants, the briars and brambles grow all over her.
Und allmählich wachsen die ganzen wilden Pflanzen, die ganzen Ranken und Dornenbüsche um sie herum. But one day, a young prince hears tell of this beautiful woman. Aber eines Tages hört ein junger, wunderbarer Prinz von die Sage von dieser schönen Frau. And he enters the dark forest Und er betritt den dunklen Wald and sees this whole mass of sharp thorns. und sieht diese Masse von scharfen Dornen. And but drawing his sword, he cuts his way through it. Aber indem er sein Schwert zieht, schneidet er sich einen Weg hindurch. And with one tender and gentle kiss, he awakens the maiden. Und mit einem einzigen sanften Kuss erweckt er die Maid. So many people. Poetisch. Alles ist gerettet. So many people see spiritual life in some way like that. Viele Menschen sehen spirituelles Leben in einer etwa ähnlichen Art und Weise. That all beings are some kind of sleeping Buddha, Alle Wesen sind irgendeine Art schlafender Buddha, wrapped around by different kinds of conditioning and karma, in einem Gestrüpp von verschiedenen Bedingtheiten und von Karma. but drawing our holy sword of truth, we will cut through and liberate them. Aber indem wir unser heiliges Schwert von Wahrheit ziehen, werden wir da uns hindurchschlagen und sie befreien. But maybe Sleeping Beauty didn't want to wake up. Aber vielleicht wollte das Schneeröschen nicht aufgeweckt werden. Maybe the first thing she did was to slap the prince. Vielleicht hat sie ihm als erstes eine Ohrfeige verpasst. Ich meine den Prinzen. And that often happens in life when we try to help people. Und das ist das, was oft im Leben geschieht, wenn wir Leuten versuchen zu helfen. Because our idea of helping them is not exactly what they feel like would be helpful for them. Denn unsere Idee, was für sie hilfreich sein könnte, ist nicht exakt das, was sie als hilfreich empfinden würden. So the key thing that we're working with is not so much the potentiality of the other person, but the complexity of how their conditioning and habits bring them to be in the world in a particular way. Sodass die Schlüsselangelegenheit, mit der wir eigentlich zu arbeiten haben, ist nicht diese Potentialität der anderen Person, sondern es ist die tatsächliche Komplexität der Art und Weise, wie diese Menschen in der Welt sind. And of course we can only do that if we have some kind of relationship with our own complexity. Und das können wir natürlich auch nur dann bewerkstelligen, wenn wir mit der eigenen Komplexität eine Beziehung aufgenommen haben. All of us have habits and patterns of confusion, things we don't like about ourselves, things we feel we should change and improve. Wir alle haben unsere Gewohnheiten, wir haben gewisse Verwirrungsmuster, wir haben gewisse Dinge, die wir an uns selbst nicht mögen und von denen wir das Gefühl haben, sie würden sie gerne an uns selbst verändern. And so we live in a state of dissatisfaction with ourselves, Sodass wir in einem Zustand von Unbefriedigtheit über uns selbst leben. not really accepting ourselves as we are, Nicht wirklich uns selbst akzeptieren, wie wir sind. and making discriminations of this is good, this is okay, this is bad. Und wir treffen stets Unterscheidung zwischen den Dingen, die wir gut finden und von denen wir denken, dass sie schlecht seien. Discriminations which are very useful on one level, Natürlich Unterscheidungen, die sehr nützlich sind und wunderbar sind. because they help us to struggle to develop a profile which has a better fit with the world as it is. Denn diese Unterscheidungen helfen uns, uns sozusagen anzustrengen und ein besseres Profil zu entwickeln, das uns hilft, mit der Welt, in der wir leben, zusammenzupassen. But it's not as if we have a fixed amount of trouble or difficulty in our life. Aber es geht ja nicht darum, dass wir irgendwie eine feste zugewiesene Menge von Schwierigkeiten und Mühe in unserem Leben haben. That if we give everything a very good cleaning, it would all be done forever. Wenn wir dann also eine sehr gute Reinigung durchführen, dann wird das ein für alle Mal erledigt sein. But the very fact of being in the world ceaselessly evokes and provokes unknown patterns of complexity inside ourselves. Unser eigentliches Sein in der Welt evoziert und provoziert stattdessen ein ständiges Neuentstehen von neuen Komplexitäten, in die wir verwickelt sind.
And the same thing is happening in the lives of all the people we know. Und das Gleiche geschieht natürlich im Leben aller Leute, die wir kennen. There is, it's often said, there is no end to samsara. Es wird oft gesagt, Samsara hat kein Ende. It means that there is no end to action, reaction, to moments of clarity, moments of confusion, the ongoing pulsation of the interaction of many different factors. Mit anderen Worten, es gibt kein Ende für diese Wechselwirkung von Handeln und Reaktion, von Veränderung, von Pulsation zwischen den verschiedenen Aspekten oder Mustern, die in unserem Leben sich entfalten. So if we seek to clarify our situation by sorting out the object, by sorting out externally other people and the environment, Wenn wir also versuchen, unsere eigene Situation zu klären, indem wir versuchen, etwas auf der Objektseite zu lösen, indem wir irgendetwas in unserer Umgebung oder mit den Leuten, mit denen wir zu tun haben, verändern. and internally the furniture in our own minds, our complex emotions, our habitual thoughts, the waves of sensation and habitual behavior that pass through us. Oder innerlich, indem wir sozusagen die Einrichtung, die Möbel in das Möbelmau unseres eigenen Geistes versuchen zu verändern, die verschiedenen Muster und Strukturen von Gewohnheiten und Empfindungen, die so durch uns hindurch wandern, verändern. We commit ourselves to a task to which there is no end. Dann verpflichten wir uns einer Aufgabe, die kein Ende finden kann. So, although there is a lot to be said for the possibility of change and transformation, Obgleich eine Menge gesagt werden kann über die Möglichkeit der Veränderung und Transformation, when we look at the actuality of really how things are, wenn wir dann die Tatsächlichkeit der Dinge, wie sie sind, anschauen, perhaps the methods that we use are not sufficient to the task. sind dann die Methoden vielleicht, die wir gebrauchen, nicht wirklich der Aufgabe angemessen. People have been praying and meditating for hundreds, thousands of years. Leute haben gebetet und meditiert seit Hunderten und Tausenden von Jahren. The world is still full of grief. Und die Welt ist immer noch voller Trauer. So the grand visions that we can have of universal transformation and the liberation of all beings, as long as this is fixated on the idea of objects, of beings to be saved, perhaps this is something beautiful as a vision, but persecutory as a commitment. Sodass die großartige Vision, die wir haben können, eine universelle Transformation zu bewirken und alle Wesen zu befreien, so schön sie sein mag, solange sie auf der Vorstellung einer Objektveränderung liegt, ist es bei aller Schönheit sicherlich eine Selbstbestrafung, sich einer solchen Aufgabe zu verpflichten. The first thing we have to do is to really look at ourselves and inquire, what is the nature of my existence? Denn das Erste, was wir zu tun haben, ist, uns selbst anzuschauen und zu untersuchen, was ist die Natur meiner eigenen Existenz. We take for granted that we're alive. Wir nehmen es für gegeben, dass wir am Leben sind. We're caught up in all sorts of cultural stories that we've learned in the course of our lives. Wir sind verfangen in eine ganze Menge kulturell bedingten Geschichten, die wir innerhalb unseres Lebens aufgenommen, gelernt haben. These have generated lots of storylines, narratives about what we could do, what we should do, and so on. Das hat eine ganze Menge verschiedene Erzähllinien sozusagen darüber erschaffen, was wir tun könnten, was wir tun sollten. But when we actually look at the process of experiencing a thought, even a thought like, may all beings be happy, Wenn wir aber dann den Prozess, einen Gedanken tatsächlich zu erfahren anschauen und sei es auch nur tatsächlich der Gedanke, mögen alle Wesen glücklich sein, when we look, we see that thought comes and then goes. wenn wir das anschauen, sehen wir, dieser Gedanke kommt und geht. Then we might have a very negative thought, I hate everyone, Dann könnte ein anderer Gedanke sich einstellen, ich hasse alle, just leave me alone. lasst mich in Ruhe. We look at that thought, and it comes and it goes. Wir schauen diesen Gedanken an und auch er kommt und geht. When we sit in these thoughts, when we believe in these thoughts and take them as real, as a basis of identity,
then the world opens in different directions. Wenn wir in diesen Gedanken sitzen, wenn wir sie als real und eine eigene Identität habend und gewährend nehmen, dann öffnet sich für uns natürlich die Welt in verschiedenste Richtungen. Almost as if we were taking different kinds of drugs, some that make us feel a bit manic and elevated, and others which make us feel a bit down and depressed. Es ist fast so, als würden wir verschiedenste Arten von Drogen einnehmen. Manche davon machen uns etwas manisch und so erhobene Stimmung, andere machen uns ein bisschen dumpf und traurig. But what are these thoughts themselves? Was aber sind diese Gedanken an sich? Just moments of passing energy. Momente vorübergehender Energie. Who gives the meaning? Who gives the value to them? Wer ist es, der diesen Gedanken Bedeutung und Wert verleiht? We do. Das sind wir selbst. But who is the one who is doing that? Aber wer ist es denn, der es tut? Well, it must be me. Es muss doch ich sein. What does it mean to say me? Aber was bedeutet es zu sagen, ich? What is the nature of this self? Was ist die Natur dieses Selbst? We can all tell stories about ourselves, our lives, our histories, our likes, our dislikes. Wir können natürlich alle über uns selbst Geschichten erzählen, über unsere Geschichte, über unser Leben und das, was wir mögen, was wir nicht mögen. But these are also just arising and passing sequences of words. Aber auch das sind nichts als aufkommende und wieder vorübergehende Sequenzen, Folgen von Worten. A semantic web, Das ist ein semantisches Geflecht a domain of conceptualization, oder ein Gebiet des Verbegrifflichens. a domain which is dependent on our capacity for abstraction, Das ist ein Gebiet, das von unserer Fähigkeit zur Abstraktion abhängt, in which we step outside the direct moment of our lived experience and tell stories about what it's like to be me. Und in diesem Prozess treten wir sozusagen heraus aus den unmittelbaren Erfahrungen unseres Seins und ersetzen es dadurch, dass wir eine Geschichte darüber erzählen, was es bedeutet, ich zu sein. Of course, to be in the world with others, we have to tell stories. Natürlich, in einer Welt mit anderen zusammen zu sein, bedeutet auch, dass wir Geschichten zu erzählen haben. This is all that culture is. It's just story time. Das ist alles, was Kultur eigentlich ist. Das ist Geschichtszeit. But if we believe these stories to be strongly real, Wenn wir aber daran glauben, dass diese Geschichten stark real sind, then we're building our lives on the basis of bubbles, dann bilden wir unser Leben auf der Grundlage von Blasen auf. arising and passing of thoughts. Das Aufkommen und Vergehen von Gedanken. You can't catch a thought. Man kann einen Gedanken nicht gefangen nehmen. When it arises in the mind, it often seems to illuminate something. Oh, now I understand. Wenn der Gedanke im Geist aufkommt, scheint er zunächst einmal etwas zu erleuchten. Ja, ich verstehe jetzt. But then that thought is gone. Aber dann geht er auch wieder vorbei. And what's left? Was bleibt übrig? Oh, no need to worry, because here comes another thought. Keine Sorge, es kommt schon der nächste Gedanke. You're never alone with thoughts. Mit Gedanken ist man niemals alleine. From waking in the morning to going to sleep at night, and even in your dreams, thoughts are running. Vom Aufwachen morgens bis zum Einschlafen abends haben wir Gedanken und selbst in Träumen haben wir Gedanken. There is no end to thinking. Es gibt kein Ende des Denkens. And if our identity is built up purely on particular patternings of thoughts, it's a very fragile basis for our existence. Und wenn unsere Identität im Wesentlichen durch eine gewisse Art von Muster oder Strukturierung von Gedanken aufgebaut ist, dann haben wir eine sehr fragile, sehr zerbrechliche Basis für unsere Existenz. Because it's not as if these constructs are somehow emotionally neutral for us. Denn es ist keineswegs so, als ob diese Konstrukte so emotionell neutral für uns wären. They're invested with meaning, with power. They seem to define who we are. Sie sind getränkt, wir haben Macht und Bedeutung in sie investiert und sie scheinen zu definieren, wer wir sind. And therefore, of course, they're very vulnerable to the comments of other people. Daher sind sie natürlich auch sehr verletzlich gegenüber Kommentaren anderer Leute. We do something or we develop our life in a particular way, and we find that the people we know don't all agree with what we're doing. Wir tun etwas oder wir entwickeln unser Leben in eine bestimmte Richtung und dann stellen wir fest, dass die Leute um uns herum vielleicht gar nicht damit einverstanden sind, was wir so tun. We can feel let down or betrayed.
we can feel let down Okay. or Wir betrayed. können das Gefühl haben, dass man uns fallen lassen hat oder betrogen hat. So this very protective screen or this sense of ourselves that we build up is both soothing on the inside because it gives us a sense of who we are, but it's also making us vulnerable because anybody can move it around from the outside. Sodass dieser Schirm, mit dem wir uns umgeben, diese Definition, wer wir sind, hat zweierlei Funktionen. Er kann einerseits sehr tröstlich, sehr beruhigend von innen her sein, weil wir dann glauben zu wissen, wer wir sind, aber er ist natürlich auch gleichzeitig auch etwas, was uns der Verletzlichkeit ausliefert, weil andere ihn von außen angreifen können, verletzen können. So in the traditional Dzogchen, the central point is to move into experiencing the presence of one's own existence prior to the arising of thought. Sodass der zentrale Punkt im Dzogchen ist, die Fähigkeit zu entwickeln, die Präsenz der eigenen Existenz zu entwickeln, vor dem Punkt, an dem wir darüber einen Gedanken haben. In the absence of thought, there is a givenness of the continuity of our being, In der Abwesenheit eines Gedanken gibt es da sozusagen ein Gegebensein der Kontinuität unseres Seins, but it's not a being that you can speak about, aber es ist ein Sein, nicht ein Sein, über das man sprechen könnte, because it's not locked into the normal chain of signifiers out of which we say I'm male, I'm female, I'm from this country, this age and so on. Denn diese Erfahrung ist nicht eingeschlossen in die gewöhnliche Kette von Bedeutungsträgern, die etwa uns sagen, ich bin männlich, ich bin weiblich, ich bin aus dem und dem Land und so weiter und so fort, die also definieren, wer wir sind. This quality can be called awareness or presence. Diese Qualität, wir können sie Bewusstheit oder Gegenwärtigkeit, Präsenz nennen. And because it has no fixed content, Da sie keinen fixierten Inhalt hat, because it's not resting on a particular pattern of thoughts or emotions or sensation, da sie auch nicht auf irgendeinem bestimmten Muster von Gedanken, Emotionen oder Empfindungen ruht oder beruht, it's not vulnerable to the changing patterns of events. ist auch nicht gegenüber den stets veränderlichen Mustern von Ereignissen gegenüber verletzlich. For that reason, in the tradition, it's described as being indestructible. Und daher wird es in der Tradition als etwas Unzerstörbares beschrieben. This quality of being is an openness, an availability, a welcome. Die Qualität des Seins ist eine Offenheit, ist eine Verfügbarkeit, ein Willkommenheißen. A welcome which is open to whatever arises. Es ist eine Offenheit oder Verfügbarkeit gegenüber allem, was erscheint. This openness is grounded in the awareness that it's not improved by the presence of good thoughts, of kind thoughts, of shining thoughts. Und diese Offenheit ruht in der Bewusstheit darüber, dass sie nicht verbessert wird durch die Gegenwart von guten Gedanken, von strahlenden Gedanken, von schönen Gedanken, gütigen Gedanken. Nor is it defiled or debased or contaminated by the presence of what we could take to be negative thoughts. Noch ist sie verschlechtert, vergiftet, beschmutzt oder sonst irgendwie entwurzelt durch, was wir als Gegenwart von negativen Gedanken bezeichnen könnten. That is to say, our existence is structured in two modes. Mit anderen Worten, unsere Existenz strukturiert sich in zwei Modi. The host and the guest. Es ist der Wirt und der Gast. The guests come and go. Die Gäste kommen und gehen. The host is always there. Der Gastgeber ist immer da. The host can't be grasped or defined. Der Gastgeber kann nicht irgendwie begriffen oder definiert werden. The guest can be known and defined. Gäste können bekannt sein und definiert sein. We all know what it's like to feel sad or lonely. Wir alle wissen, was es bedeutet, traurig zu sein, einsam zu sein. We know what it's like to feel happy. Wir wissen, was es heißt, glücklich zu sein. We know what it's like to feel full of energy and eager to work on a project of some kind.
Wir wissen, was es bedeutet, voller Energie zu sein und sozusagen darauf zu brennen, an einem bestimmten Projekt zu arbeiten. Each of these mental states can be known. All diese mentalen Zustände können bekannt sein They have a particular shape. und sie haben eine bestimmte Form. But the one who receives and illuminates and shows these passing guests has no form or shape that can be grasped. Aber derjenige, der diese vorübergehenden Gäste empfängt, erleuchtet, willkommen heißt, hat selbst keine Form, keine Gestalt, die ergriffen werden könnte. The quality of the host, when you look at it, doesn't seem to have any boundary. Die Qualität des Gastgebers, wenn man ihn genau anschaut, scheint keine Grenzen zu kennen. This is not an abstract proposition, Und das ist keine abstrakte Proposition, but something one can experience oneself in the practice. sondern das ist etwas, was man selbst in der eigenen Praxis erfahren kann. Sitting with your own experience, relaxed and open, In der eigenen Erfahrung sitzend, entspannt und offen, aware of the arising and passing of various aspects, some of which seem like subject, me having this experience, some of which seem like the object, this is what I'm experiencing. bewusst der verschiedenen Aspekte, die aufkommen und vergehen, von denen manche sich als das Subjekt darstellen, ich, der diese und jene Erfahrung hat, und andere sich wiederum als Objekt darstellen. Aha, das sind die Erfahrungen, die ich gerade habe. Both arise and pass. Beides entsteht und vergeht. Whatever we can say about ourselves is already vanishing. Alles, was wir über uns selbst sagen könnten, ist bereits im Verschwinden begriffen. So in the practice we come to see that what we take to be our usual basis of I, me, myself, the reliable ground of my own identity, is in fact just a sequence of passing, arising moments. Dass wir in der Praxis dann erkennen können, dass das, was wir als die sichere Basis für unsere Empfindung Ich als Ich selbst nehmen, in Wirklichkeit nichts anderes als ein vorübergehender, ein veränderlicher Strom von Erfahrungen und Gedanken ist. And when we start to see this, we can move from trying to stabilize the pattern of our existence. We can move from trying to create stability in the midst of movement. Und wenn wir das anfangen zu sehen, dann können wir eine Verlagerung vornehmen. Wir können statt zu versuchen, sozusagen dies zu stabilisieren, also etwas, was eigentlich mitten in Bewegung ist, stabil zu halten, And come to see movement for what it is. können wir dazu gelangen, Bewegung für das, als das zu sehen, was sie ist. Movement is the energy of stillness. Bewegung ist die Energie der Stille. They're not oppositional, they're not enemies. One is not trying to destroy or block or inhibit the other. Sie sind nicht oppositionell, sie sind nicht Feinde, von denen der eine den anderen versucht, in der einen oder der anderen Weise zu zerstören. That which is still, spacious and open Das, was still ist, was raumhaft ist, was offen ist in fact inseparable from all the movements of energy as subject, as object, colors, shapes, dance, music, whatever that arises for it and within it. ist in der Tat untrennbar von dem, was als Bewegung auftaucht, was als Form, Farbe, Gestalt, Töne, Musik und was immer es ist, was darin und dafür auftaucht. So our lives continue as they do, Unser Leben geht also so weiter, wie es halt zu tun pflegt. but the incredible investment that we have in trying to secure territory in this moving flow of circumstances Aber diese unglaubliche Investition, die wir vornehmen, um zu versuchen, innerhalb dieser stets beweglichen und veränderlichen Flusses zu sichern, that's relaxed, entspannt sich. and in the relaxation In dieser Entspannung we continue to exist. setzen wir unsere Existenz fort. Who is the one who is existing? Wer existiert aber? I am, Ich bin es. but I'm not one thing. Aber ich bin nicht ein Ding. We are both the openness
and the manifestation. Sind so zugleich Offenheit und die Manifestation. And the manifestation has two aspects to it. Und Manifestation hat zwei Aspekte. One is the sort of unformed, vibrant emergence, Die eine ist diese ungeformte, vibrierende Emergenz, das Aufkommen, Entstehen the potentiality. oder das Potenzial. And the other is the shaped forms that we encounter as we enter into the domain of conceptual thought, habitual patterns and so on. Und die andere ist die geformte, das sind die Gestalten, denen wir begegnen, wenn wir in das Gebiet eintreten von Gedankenmustern, von Gewohnheiten und so weiter. So in this room, when we look around, we see people. Wenn wir also in diesem Zimmer uns umherschauen, sehen wir Leute. And we see the people, we see how they dress, how they look, we can imagine something about their lives by the lines around their mouths and their eyes and so on. Wenn wir sie sehen, dann sehen wir, wie sie aussehen, wie sie angezogen sind. Wir können gewisse Vorstellungen über ihr Leben haben, indem wir ihre Augen, über die Gesichtslinien und so weiter schauen. This is not something false or wrong. Und dennoch ist es etwas Falsches oder Unrichtiges. But it's the domain of the gestures of connectivity. Aber es gehört zu dem Gebiet der Gesten der Verbundenheit, That we're constantly reading each other and making interpretations of how we are. dass wir ständig sozusagen versuchen, einander zu entziffern und Interpretationen darüber zu treffen, wie wir sind. But if we just relax a little bit from that level and experience people as pure color, Wenn wir aber sozusagen von dieser Ebene ein bisschen Abstand nehmen, entspannen und Leute als reine Farbe wahrnehmen, just as if you were in a life drawing class, als ob man in einem Live-Drawing, Aktzeichen oder keine Ahnung, you know, usually like from a model. ja, also in eine Zeichenklasse mit lebenden Modellen. At first you're aware of the person sitting there as a person, Am Anfang ist man sich dessen bewusst, dass da eine Person sitzt als Person. but as you try to draw or paint them, you become aware of line and tone. Aber während man versucht, sie zu zeichnen, wird man sich eher der Linien und des Tons bewusst. What is in front of you is shape and color. Was vor uns ist Form und Farbe. And you're trying to get the feeling of that and bring some representation of it through onto the paper you're drawing on. Man versucht davon ein Gefühl zu bekommen und eine gewisse Repräsentation davon hinauszubringen aufs Papier. And then at the end of the drawing session, you might speak to the model. Am Ende der Zeichensitzung könnte es sein, dass wir mit dem Modell sprechen. They come back to being a person. Und dann kommen sie zurück in ihr Personsein. In the same way, in this room, each of us is this radiant energy, this emergence of color and shape which will be interpreted by each person in the room in a slightly different way. Und in der gleichen Weise sind alle Personen, die hier anwesend sind, im Grunde genommen diese Strahlkraft von Form und Farbe, und die aber dann als Form und Farbe von jedem Menschen hier ein wenig anders interpretiert werden wird. That is to say, on the level of emergent energy, we're all in the same world. We're just seeing color and shape. Das heißt, auf der Ebene von erscheinender, emergenter Energie sind wir alle auf der gleichen Ebene. Wir befinden uns alle auf der gleichen Ebene von Form und Farbe. But as soon as we come into making sense of it, we interpret it through the matrices that we built up through our education, our karmic habits, neurological patterns, neuroses and so on. Aber sobald wir versuchen, daraus einen Sinn zu machen, beginnen wir das sozusagen in eine Matrix von kultureller Konditionierung, von eigenen Gewohnheitsmustern, karmischen Prägungen, von neurologischen Mustern, neurotischen Mustern und so weiter zu interpretieren. And this basic potential of light and sound Und dieses grundlegende Potenzial von Licht und Klang arises directly in and as the gift or the breath of the state of openness. erscheint direkt unmittelbar als das Geschenk oder der Atem dieses Zustandes von Offenheit. So, in a very simple way, we are open, we are swimming in this sea of radiance, and we are precisely this, talking and meeting other people.
Und in einer sehr, sehr einfachen Art und Weise sind wir offen, sind einfach eine Strahlkraft von Form und Farbe und gleichzeitig in einer sehr präzisen Weise reden wir mit anderen Menschen. These three aspects or modes are always occurring simultaneously. Und diese drei Aspekte oder Modi erscheinen immer gleichzeitig. But we're usually not aware of that. Es ist uns aber für gewöhnlich nicht bewusst, Because we're over-connected to, over-invested in the storylines that we have about ourselves and others. wir sind sozusagen übermäßig beschäftigt und auch wir haben zu viel investiert in die Erzähllinien, die wir über uns selbst und über andere haben. That is what is traditionally called samsara. Und das ist das, was traditionell Samsara genannt wird. To be drawn into a partial experience. Das ist dieses Hineingezogensein in eine partielle Erfahrung, eine teilweise Erfahrung. And to imagine that the key to happiness, the key to fulfillment is hidden in that part. Und dann die Vorstellung zu haben, dass der Schlüssel zum Glück, der Schlüssel zur Erfüllung in dieser Teilerfahrung versteckt ist. And therefore, if only we could try harder or get more of this, then somehow we will get to a point of completion. Und wenn wir nur uns noch mehr anstrengen würden und mehr davon bekommen würden, könnten wir vielleicht an irgendeinem Punkt zur Erfüllung kommen. But of course, that doesn't really seem to be the case. Aber natürlich scheint dies nicht wirklich der Fall zu sein. Because we can see that even people who are very, very wealthy don't seem to be so fulfilled and happy. Denn wir können sehr gut sehen, dass sogar Menschen, die scheinbar sehr, sehr wohlhabend sind, nicht wirklich so unglaublich glücklich erscheinen. Often people who are very intelligent are not fulfilled and happy. Auch Menschen, die oft sehr intelligent sind, sind oft nicht wirklich erfüllt und glücklich. Or are people who are very beautiful, or people who are very good at sport. Oder Menschen, die sehr schön sind oder die sehr sportlich sind. But often these people keep trying. They buy more jewels, or they try to develop, get some more degrees, or write more books, or read more books. Trotzdem bemühen sie sich sehr. Entweder kaufen sie noch mehr Juwelen oder sie versuchen irgendwie noch mehr akademische Grade zu erringen oder sie versuchen mehr Bücher zu schreiben oder mehr Bücher zu lesen. Where is the golden key? Where is the thing that will give me what I'm searching for? Wo aber ist der goldene Schlüssel? Wo ist das, was mir wonach ich Ausschau halte, gewähren wird? And of course, in the domain of spirituality, there are many, many people selling keys. Und natürlich, insbesondere auf dem Gebiet der Spiritualität, gibt es eine ganze Menge Leute, die Schlüssel verkaufen. Old iron keys that have been around for thousands of years. Alte Eisenschlüssel, die tausende von Jahren schon irgendwie im Umlauf sind. Bright, shiny New Age keys. Strahlende, schönen New Age Schlüssel. Crystal keys, peacock feather keys. Kristallschlüssel, Schlüssel aus Pfauenfedern. There are many, many places to keep looking. Es gibt viele Orte, an denen wir mal auf die Suche gehen könnten. But from the point of view of Dzogchen, the most important thing is to start to make friends with oneself. Aber vom Standpunkt von Dzogchen aus ist es das Wichtigste, sich mit sich selbst anzufreunden, To observe oneself. sich selbst zu beobachten. And through this quality of observation, come to see that there is more to us than can be established through concept. Und durch diese Beobachtung zu dem Punkt der Erkenntnis zu kommen, dass an uns mehr dran ist, als überhaupt jemals durch Begriffe begründet werden könnte. And the more we proceed in that way, we come to a point of integration. Und je mehr wir auf diesem Weg vorangehen, desto stärker kommen wir an den Punkt der Integration. Nothing has to be changed in the external life, Im äußeren Leben muss nichts verändert werden. because the ground of our being is not determined by the quality or pattern of manifestation that's occurring. Denn der Grund unseres Seins ist nicht determiniert, nicht bestimmt durch die Qualität der Manifestationen, die sich in unserem Leben erscheinen oder zeigen. And so, sometimes our lives go well. Manchmal geht unser Leben gut,
sometimes they go badly. Manchmal geht es nicht so gut. When they go badly, we can spend a lot of time trying to make them go better. Wenn es nicht so gut geht, können wir natürlich eine Menge Zeit damit verbringen, mit dem Versuch, es wieder besser laufen zu lassen. But it does seem to be the case that most people get quite a lot of grief in their lives. Aber es scheint immer noch der Fall zu sein, dass eine Menge Menschen eine Menge Trauer in ihrem Leben erfahren. And that's because happiness is an arising. Denn das Glück ist im Entstehen. That is to say, something which arises, manifests, comes into being, fills us, seems to be what we're all about, and then it starts to go. Because everything which arises will eventually go. Denn alles, was uns zu erfüllen scheint, scheint etwas zu sein, was in uns entsteht, was uns anfängt auszufüllen. Aber indem es das tut, fängt es auch bereits an zu gehen, zu zerfallen. Denn alles, was entsteht, zerfällt auch. The same is true of sadness, of misery, of pain, physical pain, mental pain. Das Gleiche kann von Traurigkeit, Elend, physischem oder mentalem Schmerz gesagt werden. The more we conceptualize and concretize the difficult things in our lives, Je mehr wir die Dinge, die schwierig sind in unserem Leben, verfestigen und verbegrifflichen, the more solid and real and determining of our identity they appear to be. desto fester, desto realer und determinierender in unserer Identität scheinen sie zu sein. But who is the one who is caught up in our shitty life? Wer aber ist es, der in unserem beschissenen Leben verfangen ist? Who is the one having a bad time? Wer ist es, der die schlechte Zeit erlebt? Well, it's me. Ich bin es doch. Don't you take me seriously? Warum nimmst du mich nicht ernst? Who is this me that wants to be taken seriously? Wer ist denn dieses Ich, das so gerne so ernst genommen werden würde? That's the problem with suffering. We always wanted to be validated as being important. Das ist das Problem mit Leiden, dass wir immer so ein starkes Bedürfnis danach haben, als wichtig bestätigt zu werden. Because it seems to be so powerful, so concrete, so determining of the quality of our existence. Denn es scheint so mächtig, so stark und so bedeutend für die Konkretheit unserer Existenz zu sein. But it's actually ephemeral. Aber in der Tat ist es etwas Flüchtiges. It's not something we can grasp. Es ist nichts, was wir fangen könnten, festhalten könnten. Instead of telling it what it is, Statt also zu sagen, was es ist, if we observe it and stay close to it, wenn wir es stattdessen beobachten und nah dran bleiben, it reveals itself as a series of moments. enthüllt es sich als eine Abfolge von Augenblicken. When we start to observe the nature of these moments, Wenn wir die Natur dieser Augenblicke anfangen zu beobachten, we can see directly that the ground of them is this very open dimension of our existence. dann können wir sehen, dass der Grund, auf dem sie stehen, nichts anderes als genau diese offene Dimension unserer Existenz ist. When we say the open dimension of our existence, it's not something that we can possess in the way that we own a watch. Und wenn wir sagen, es ist die offene Dimension unserer Existenz, dann ist dieses nicht ein Ding, das wir in der gleichen Weise besitzen könnten, wie wir unsere Uhr besitzen. It's to say we're not the owners of our nature, Wir sind nicht die Eigentümer unserer Natur, but rather we are the children of our own nature. sondern wir sind die Kinder unserer eigenen Natur. The domain of I, me, myself is an energetic arising. Dieser Bereich von Ich als Ich selbst ist nichts anderes als ein energetisches Entstehen. It's not a problem to be solved, it's not something to be removed, Es ist kein Problem, das gelöst werden müsste und es ist auch nichts, etwas beseitigt werden müsste. but it needs to settle back and be held safely in the arms of its mother. Was es braucht, ist sozusagen zurückgelegt zu werden und sicher festgehalten zu werden in den Armen seiner Mutter. The mother is space. Und die Mutter ist der Raum. The nature of our awareness, the ground of our existence, is an open spaciousness without corners or edges, something without beginning or end. Diese Natur unserer Existenz, diese Offenheit ist eine raumhafte Qualität, eine Qualität, die keinerlei Begrenzung oder Ecken oder Wände, also Ränder hat. And when we move into sleep at night or we move into the process of death, we have the experience of letting go of this outer domain where we tell the world what it is.
Wenn wir also einschlafen oder wenn wir uns in dem Prozess des Sterbens befinden, dann haben wir dieses Empfinden des Loslassen dieses äußeren Bereichs, in dem wir den Dingen sagen, was sie zu sein haben. And become more in touch with the dissolving, liminal, ungraspable aspects. If you imagine just falling asleep, everything becomes a bit hazy and vague, and then it dissolves open. Und wir bekommen mehr Kontakt mit diesem sich auflösen, diesem sagen, flüchtigen oder unterschwelligen Aspekt unserer Existenz, mit diesem etwas Dunstigen, das einfach sich verflüchtigt und weg ist. This is the same process at death. Der gleiche Prozess findet im Sterben statt. But if we spend our lives totally fixated on the external level of manifestation, if we believe that this is all we have, then these moments can be very frightening. Wenn wir aber unser ganzes Leben sozusagen konzentriert, fixiert auf die äußere Manifestation verbracht haben und dabei denken, dass diese äußeren Manifestationen alles ist, was uns zur Verfügung steht, dann kann diese Erfahrung natürlich sehr furchterregend sein. And the more we can open and experience the spaciousness, we derive a kind of infinite contentment from this. Je mehr wir offen sein können und diesen Aspekt der Raumhaftigkeit erfahren können, desto stärker gelangen wir an einen Punkt, an dem wir sowas wie eine unendliche Befriedigtheit erfahren. A basic satisfaction which is not looking out into the world of objects to give the meaning of life. Eine grundlegende Befriedigtheit, die nicht nach außen auf die Objekte der Welt schaut, um dem Leben eine Bedeutung zu verleihen. And in that way we stop trying to ask and get the world to give us something it can't give us. Und in dieser Weise hören wir damit auf, zu versuchen, die Welt darum zu bitten, uns Dinge zu geben, die sie uns gar nicht geben kann. And through that we start to see the world as it is, Und dadurch beginnen wir die Welt zu sehen, wie sie ist. a ceaseless play of energy. Also ein ununterbrochenes Spiel von Energie. We've mistaken it to be solid, made out of the earth element, something that can be built and moved around like a Lego set. Etwas, was wir missverstanden haben für sehr solide, so ausschließlich aus dem Erdelement aufgebaut und als etwas, das man sozusagen als ein Objekt umherbewegen kann und Dinge daraus aufbauen kann, als ob es wie ein Lego-Bausatz wäre. Our world is much more like water. Aber unsere Welt ist vielmehr wie Wasser. If in this nice weather now you go and swim in a lake, Wenn man an einen solchen schönen Tag rausgeht und in einen See schwimmt, every movement your body makes turns the water. jede Bewegung, die unser Körper macht, wird das Wasser irgendwie wenden. And if other people are moving in the water, the waves that come from them will also be affecting how you can swim or relax in the water. Und wenn andere Leute sich auch in dieses Wasser tummeln, dann werden die Wellen, die sie schlagen, natürlich auch die Art und Weise beeinflussen, wie wir selbst uns in diesem Wasser zu bewegen haben und wie wir schwimmen können. That's what water does. Das ist, was das Wasser eben tut. And that's what our world is doing all the time. Und das ist das, was unsere Welt die ganze Zeit über macht. You cannot stabilize it. Man kann sie nicht stabilisieren. But if you don't overinvest it, then it becomes a play of movement which you can participate in. Wenn man sie aber nicht sozusagen mit einem Überinvestment versieht, dann wird sie zu einem Spiel von Bewegung, eine Bewegung, an der man teilhaben kann. Not with a will to power and a determination to control, Nicht mit dem Willen zur Macht und Entschlossenheit zur Kontrolle, but rather in terms of enjoying the connectivity which comes from being in the world with others. sondern eher im Sinne eines Genießens der Verbundenheit, der Beziehungshaftigkeit in der Welt mit anderen zusammen zu sein. And this is the meaning of compassion in Dzogchen. Und das ist die Bedeutung von Mitgefühl aus der Sicht von Dzogchen. It's not trying to do something to someone else. Das ist nicht der Versuch, für jemand anderen oder an jemand anderen etwas zu tun. Or rescue people from the place they're in. Oder Leute aus dem Ort, an dem sie sind, zu retten. But to find a way to be with people which doesn't further confirm the identification that they have with this consolidated, reified view of themselves.
sondern es ist eher ein Weg zu finden, mit ihnen so zusammen zu sein, dass es nicht unbedingt ihre eigene Vorstellung von sich selbst als etwas Verdinglichtes, als etwas Verfestigtes bestätigt. So, one of my teachers explained that it's as if we are sleeping. Einer seiner Lehrer, sagt James, hat das so dargestellt, es ist so, als wären wir im Schlaf. And we're sleeping in quite a safe bed, Und wir schlafen in einem ziemlich sicheren Bett, but we're having a nightmare. aber wir haben einen Albtraum. And the teacher tries to awaken us. Und der Lehrer versucht uns aufzuwecken. On the one hand, they awaken us from the nightmare. Auf der einen Seite erwecken sie uns aus diesem Albtraum heraus. On the other hand, they awaken us to the fact that we are safe in our own bed. Zum anderen aber erwecken sie uns auch zu der Erkenntnis der Tatsache, dass wir sicher in unserem Bett liegen. Awakening is not awakening into something else. Erwachen ist nicht ein Erwachen in etwas anderes. It's awakening into what's always there. Es ist ein Erwachen in etwas, was schon immer da war. So through integration, our being in the world becomes one of constantly experiencing being open to the world as it comes and working with the energy, with the conditions as they manifest. Das heißt, durch die Integration kommen wir an den Punkt, in der Welt so zu sein, dass wir sie so wahrnehmen können, wie sie ist und mit den Bedingungen, wie sie sich von Augenblick zu Augenblick manifestieren, auch zu arbeiten. And there are different kinds of meditation involved in the practice of Dzogchen, but they all go in the direction of bringing into being the taste of this integration and then supporting us in maintaining it through the many different circumstances which arise in life. Es gibt viele verschiedene Meditationstechniken in Dzogchen, aber sie haben alle mehr oder weniger die Funktion, die Erfahrung von Integration zu erwecken und dann uns zu helfen, in den verschiedensten Wechselumständen des Lebens aufrechtzuerhalten. That's that. Das ist es. There's lots more to say, but the evening's very nice. Es gibt eine Menge, was man noch sagen könnte, aber der Abend ist ja auch sehr schön. Just walking in the evening air, listening to the birds. Einfach rausgehen, in diesem lauen Abendlüftchen zu gehen und den Vögeln zuzuhören. The possibility of practice is everywhere. Die Möglichkeit zu praktizieren ist überall. You hear a sound, you identify, oh, the bird is singing. Du hörst einen Klang, du identifizierst, aha, der Vogel singt. You might identify what kind of bird is singing, Vielleicht hast du herausgefunden, welcher Vogel es ist, der singt. and then it sings again, Und dann singt er wieder. and you just hear the sound. Und dann hörst du nur noch den Klang. And when you just hear the sound, you feel very open. Und wenn du nur den Klang hörst, dann bist du sehr offen. And when you know it's a blackbird, you've already become a little bit close. Und wenn es ein So it's like that. It's bringing this kind of practice just into everyday life. Possibilities are everywhere. Every moment we meet, these three levels of existence are inseparable. So, das ist die Möglichkeit, die wir in jedem Augenblick des Lebens haben, dass diese drei Ebenen der Existenz immer in jedem Augenblick untrennbar verbunden vorhanden sind. And if you're interested, we're meeting over the weekend to bring some of this into practice, and hopefully you get a direct taste. Und wenn ihr daran interessiert seid, dann haben wir auch am Wochenende hier ein Treffen in Todtmoos, wo wir diese Dinge auch praktizieren und vielleicht einen eigenen Geschmack, eine eigene Erfahrung davon entwickeln können. Okay, thank you. Vielen Dank. Vielen Thank Dank you. auch für Robert, My pleasure. den Übersetzer. Völlig überflüssig, wie sich zeigt. Und vielen Dank für Thomas, der doch organisiert hat. Das hat sich selbst organisiert. Das hat sich selbst organisiert, ja. Und natürlich vielen Dank. The end. Bravo.